Süß und buttrig. Knusprig und mit einer Füllung aus Walnüssen oder noch besser aus Pistazien, vielen Pistazien. Das ist Baklava. So klingt es und so schmeckt es. Ein- und ausatmen und dann nach dem Baklava, man merkt das hier, alle Aroma, Öl, also Butter, Pistazien und Teig, natürlich Sirup, man kann alles hier merken. Baklava nach türkischem Rezept. Das ist deine Lieblingsbaklava. Mehmet Yilmaz ist Baklava-Bäcker und das ist echte Handwerkskunst. Teşekkürler, afiyet olsun, güle güle. Schönen Tag auch euch noch. Für den Teig nimmt Mehmet Yilmaz nicht irgendein Mehl. Wir haben jetzt zwei verschiedene Mehl. Also dieses Mehl ist Baklava-Mehl und dieses Mehl ist etwas weicheres Mehl. Das heißt, dieses Mehl ist feiner gemahlen. Ich habe noch andere Mehl probiert, aber das und die zwei Mehl ist beste Mehl. Baklava muss ein bisschen knusprig sein. Deswegen wir machen, also das ist unser Rezept. Deswegen machen wir so. Ja. So, jetzt ist Mehl fertig. Fertigteig vom Großhändler kommt ihm nicht in die Backstube. Alles selbst gemacht. Was anderes geht ihm gegen die Ehre. Ja, wir machen alles selbst. Auf 13 Kilo Mehl schlägt Mehmet 52 Eier. Butter oder Fett gehören nicht in den Baklava-Teig. Die Teigmaschine knetet Mehl, Eier und wenig Wasser. Nicht zu warm, nicht zu trocken, nicht zu nass darf der Teig werden. Ein echtes Sensibelchen. Ich fühle das. Diese Fühl kommt mein Herz. Also ich fühle jetzt diese braucht Wasser. Wenn Teig Wasser braucht, dann ich muss noch ein bisschen Wasser geben. Wenn nicht, dann der Teig ist fertig. In den Teig kommt kein Zucker. Der hat erst später seinen großen Auftritt. Jetzt reicht Wasser. Also Baklava-Teig muss nicht weich sein, sondern also Hartteig. Sonst gibt es Baklava keine knusprig. Der Teig ist wirklich sehr gut geworden. Mehmet Yilmaz lebt erst seit 7 Jahren in Deutschland, hat vor 4 Jahren in Neckarsulm seine Bäckerei eröffnet. Hauchdünn muss der Teig werden. Die Walzen, das Innere der Maschine muss kalt sein. Höchstens 6 Grad. Der Teig verträgt eben keine Wärme. So, jetzt fangen wir an. 2 Sorten Baklava will Mehmet backen. Dafür braucht er 2 unterschiedlich dünne Teigplatten. Das ist jetzt Pistazienrolle-Teig. Für die Pistazienrolle muss der Teig dicker sein.
Die Ausrollmaschine spult ihn auf dünne Metallstäbe. Dann wird er kühl gestellt. Austrocknen darf er auf keinen Fall. Für die zweite Baklava-Sorte wird Mehmet den Teig in hauchdünne Lagen schichten. Deshalb muss der Teig noch dünner sein und vorsichtig auf größere Rollen gewickelt werden. Sehen aus wie Stoffballen. Und es gibt hier Maisstärke und die Stärke verwenden wir, damit der Teig nicht geklebt bleibt. Also hier gibt es keine Stärke, der Teig geklebt, so. Man kann das nicht aufmachen, aber hier, man kann so machen und wieder aufmachen. Aber das nicht, das ist Müll. Auch wenn die Maschine ihm viel Arbeit abnimmt, der Bäcker lässt sie nicht aus den Augen. Denn der Teig muss millimetergenau aufgespult werden. So, das ist der Baklava-Teig. Sie können auch eine Zeitung lesen mit dem. Oder so unsere Name lesen. Das ist möglich. So dünner Teig. Also Baklava braucht immer so dünner Teig. Ich mache so ein bisschen Luft, damit alle Teig nicht geklebt. Das ist fertig jetzt. Der Liebe wegen ist Mehmet Yilmaz nach Deutschland gezogen. Von hier stammt seine Frau. In Amorbach bei Neckarsulm haben sie zuerst die Bäckerei eröffnet. Dann kam das Café dazu. Seinen Beruf hat er in der Türkei gelernt. Bäcker werden schließlich überall in der Welt gebraucht. Also dieser Beruf ist eine goldene Armband. Überall im Welt, wenn man diesen Beruf macht, überall, egal wo, Türkei, Deutschland, Amerika oder die anderen Länder, man kann diesen Beruf machen. Überall, wenn man Geld braucht, Gold raus und verkaufen und Geld ist in deiner Tasche. Dieser Beruf ist wie so, egal wo du bist. Sieht aus wie ein normales Kuchenblech. Die süßen Teilchen werden später auch aussehen wie Kuchenstücke oder wie Karotten. Deshalb heißt das Baklava auf Türkisch auch Havuç dilim, Karottenschnitte. Baklava gibt es in vielen Varianten, je nach Region unterschiedlich geformt und gefüllt. Für den Teigboden des Gebäcks legt Mehmet 20 Blätter gleichmäßig übereinander. Sie ergeben die Schichten, werden blättrig gebacken. Jetzt kommt Pistazien. Das ist kleine Pistazien jetzt auf dem Teig. Der hat mehr Geschmack, diese Pistazien, die kleinen Pistazien. Und die große Pistazien kommt jetzt. Zum Beispiel, das ist jetzt fertig. Und jetzt kommt die große Pistazien. Wenn so obendrauf ein bisschen große Pistazien benutzen, dann man merkt
diese Pistazienaroma, eine Aromabombe. Zu Festtagen oder bei größeren Bestellungen verarbeitet Mehmet bis zu 100 Kilo pro Woche. Es sind besondere Pistazien. Sie haben einen intensiven Geschmack und eine intensive Farbe. So. Jetzt ist fertig. Jetzt kommt wieder Teig. Die ersten Baklava-Rezepte gab es schon in der Antike. Der Name kommt wahrscheinlich aus dem alten Persien und bedeutete dort viele Nüsse. Das Backen von Baklava ist also eine uralte Handwerkskunst. Im Nahen Osten, auf dem Balkan und natürlich vor allen Dingen in der Türkei. Wie Seide fühlt sich der Teig an. Ein paar Tropfen Öl verhindern, dass der Teig zusammenklebt. Die oberen Schichten werden noch fluffiger. Fertig. Usta darf Mehmet sich nennen. Usta, das türkische Wort für Meister. Die Auszeichnung haben ihm Kollegen und Kunden verliehen, aus Respekt und Anerkennung für seine Handwerkskunst. Was ist das für ein Messer? Das ist für Meistermesser eine besonderes Messer. Wir benutzen diese Messer nur Baklava schneiden, die andere gar nicht mehr. Nur ich kann diese Messer anfassen, die andere Kollege kann nicht. Wenn das Schneiden, wenn Messer ist gut, dann geklebt nicht. Wenn Messer ist schlecht, alle Zeit geklebt. Und sehen Sie, alle so wie jedem einzeln nicht geklebter Teig. Jetzt kommt Öl. Für die Baklava-Butter hat der Meister, der Usta, viel experimentiert. Für Baklava-Butter haben wir 3 verschiedene Öl und dieses Öl ist unser Rezept. Geheimrezept. Genau. Und jetzt ist das fertig. Das geht jetzt gleich im Backofen, in den Backofen. Ich muss so in der Mitte kurz kontrollieren, damit alles richtig schneiden. Gar nicht klebrig, glatt fühlt sich das an. Das Blech oder auf Türkisch Tepsi kommt für 30 Minuten in den Backofen bei 220 Grad.
Jetzt machen wir Baklava-Sirup. Wir brauchen 5 Kilo Zucker und 2 Kilo 200 Gramm Wasser. Und dann, das ist jetzt fertig. Einmal so umdrehen. Das ist mein Geschmack. Ich habe zu viel probiert. Dieses Rezept ist bestanden und dann wir machen immer dieses Rezept. Immer aufpassen, die Sirupmischung darf nicht dunkel werden. Der Geschmack wird sonst bitter. So, das ist eine perfekte unten. Das ist meine Farbe. Das ist jetzt fertig. So, gucken Sie mal jetzt. Ganz grüne Pistazien haben wir. Das ist das Wichtigste. Also ungefähr 3 Löffel. Ganz schön viel Zucker. Baklava ist auch süß. Doch die Qualität der Pistazien, Butter und Mehmets Sirupmischung balancieren den Geschmack aus. Jetzt braucht das Baklava Zeit, um den Sirup gleichmäßig aufzusaugen. Ungefähr 2 Stunden dauert das. Da sind sie, die Karottenschnitten oder auf Türkisch Havuç dilim. So, Baklava ist jetzt fertig. Hören Sie das? So muss das klingen? Hier, also überall, aber am wichtigsten, man kann Baklava kein Gabel oder Messer benutzen, sondern mit Hand. So. Ein- und ausatmen. Und dann, nach dem Baklava, man merkt das hier, alle Aroma. Öl, also Butter, Pistazien und Teig, natürlich Sirup. Man kann alles hier merken. Ich merke jetzt das. Das ist Das Herz des Baklava, das ist die Füllung aus Walnüssen oder noch besser Pistazien. Pistazien aus Gaziantep, der Heimatstadt von Mehmet. Das ist ganz besondere Pistazien. Diese Pistazien kommt aus dem Gaziantep. Wir sagen so, das sieht wie Vogelscheiße, also auf Türkisch. Wir sagen Kuşboku, Vogelscheiße. Das heißt so ganz grün, deswegen wir sagen so. Diese Şanlıurfa und Gaziantep Pistazien, beste Pistazien in der Welt. Mein Vater hat Bäume, mein Onkel hat Bäume, aber das kommt aus dem großen Handel. Das kostet jetzt ungefähr 45 €. Mein Großhandel hat mir gesagt, ich gebe dir die anderen Pistazien. Ich habe gesagt, warum? Weil das ist noch billiger. Ich habe gesagt, nein, ich brauche nicht billiger. Ich brauche Qualität und grün.
Sobald die Pistazien gemahlen sind, zieht ein herrlich nussiger Duft durch die Bäckerei. Über 20 unterschiedliche Baklava-Sorten backt Mehmet, der Usta, mit echter Freude an seinem Beruf. Alles schön, aber ich liebe von den Pistazien Rolle machen, weil man sieht nur weiße Teig und dann Rollen und siehst du eine grüne Rollen. Und dann kommt am Ende, ich liebe das machen. Dann wir machen heute Pistazienrolle. Die Pistazienrolle ist das Glanzstück eines jeden Baklava-Bäckers. Diesmal nur ein Teigblatt pro Stück. Bei den Pistazienrollen braucht Mehmet besonderes Zartgefühl, denn bei dieser Technik wird der Teig geformt. Fertig. Ich mache jetzt was Schönes. Guck mal. Wenn man so ein bisschen so drücken bei der Seite, Der Teig faltet sich, bekommt Rüschen wie ein Stoff. das ist diese Stange Oklava. Teig ist Hamur, Pistazien heißt Fıstık. So eine Blätterteig brauchen wir jetzt. Jedem nur ein Stück. Und dann vorne ein bisschen Öl. Nur so ein bisschen. Und oben drauf kommt Pistazien. Die feiner gemahlenen Pistazien streut der Bäcker auf das äußere Teigende. Auf das innere Teigende kommen die gröber gemahlenen. So hält die Rolle besser zusammen. Baklava hat seinen Preis, wegen der teuren Pistazien, an denen Mehmet niemals spart. 500 Gramm Pistazienrollen kosten deshalb mehr als 17 €. Was dem Baklava-Meister so leicht und fehlerlos von der Hand geht, dieses präzise Arbeiten, ist das Ergebnis langer Erfahrung. Ich bin 13 Jahre alt. Mein Vater hat mir gesagt, mach mal diesen Beruf. Also seit wie viele Jahre? Ich bin jetzt 29, fast, also 16 Jahre bin ich dieser Beruf. Die Pistazienrolle ist eine Mimose. Fehler
verzeiht sie nicht. Diese Pistazienrolle, das bleibt im Backofen ungefähr 20 Minuten. Wenn 22 Minuten oder 23 Minuten im Backofen bleiben, das geht schnell kaputt. Kaputt, also das heißt zu viel Farbe genommen. Deswegen die Pistazienrolle hat keinen Geschmack. Ein Lineal braucht Mehmet nicht. Präzises Schneiden, das gelingt ihm mit leichter Hand. Du machst jeden Tag gleiche Baklava, aber wenn du jeden Tag hier steht, hier, also nur so gucken, du kannst nicht so, du schaffst nicht noch höher. Aber wenn du so ein bisschen Perspektiv groß gucken, man kann deine Fehler sehen, wie kann ich noch besser machen. Wir müssen aufpassen, das ist letzte Sekunde. Immer kontrollieren. Hier ist es, obere Farbe ist sehr schön. Untere Farbe, bisschen brauchen wir, nur ein bisschen. Also so 30, 40 Sekunden. Immer ein Auge drauf. Es kann ja leicht auch mal was schiefgehen. Bei mir gar nicht. Also meinen Sie Baklava? Nein. Bei mir gar keine Chance. Jetzt sieht es sehr, sehr gut aus. Jetzt ist bereit. Ja. Alles muss gleiche Farbe sein. Jetzt können wir Zuckersirup geben. Süß, süßer, zuckersüß. Doch Mehmet weiß, was er tut. Jetzt ist fertig. Wir müssen jetzt so eine halbe Stunde warten. Sehen Sie, komplett Pistazien und Sirup. Die Pistazienrolle. Für Mehmet ist sie auch ein Stück Heimat. Ich zeige euch jetzt, wie es ist. Wenn man Baklava einmal so zubeißen, ich muss das zurück jetzt. Wenn man Baklava einmal so zubeißen, Man geht jetzt in der Türkei in Gaziantep. So 2-3 Sekunden und dann kommt wieder Deutschland. Wegen Geschmack. Beste Pistazien in der Welt, diese Pistazien. Geschmack weckt Erinnerungen oder schafft neue. So ist das bei Baklava. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.